Ja, guten Abend, meine Shakes and Fidget Freunde. Ich merke gerade, ich habe keine Sounds an, aber das ist jetzt auch eigentlich egal. Wir sind hier aktuell auf Stufe 84 und sind der dritthöchste Char auf dem Server. Der zweithöchste ist Dreamscape mit 94, der sehr gut gespielt hat, hat aber heute im Gegensatz zu seinem größten Konkurrenten Soulfreeze nicht geskillt. Und zwar deutlich nicht geskillt und Soulfreeze hat jetzt heute die 100 geknackt, also Glückwunsch natürlich. Ich weiß, was das ungefähr an Geld sind, an Geld und an Zeit, was er da investiert haben muss dafür. Und ja, ich werde es nicht bewerten, aber also er hat ja mittlerweile einen Vorsprung von 3 Tagen oder mehr sogar mir gegenüber schon. Also ich sag mal 3 Tage. Und bei mir ging es heute eigentlich auch relativ gut. Ich habe heute mit Stufe 79 meine Alu gespielt bis 81 und habe mich dann an Dungeons gesetzt und habe ein paar Dungeons knacken können. Der letzte, den ich gemacht habe, war der hier. Moment. Ja, doch, seht ihr schon. Ihr könnt es soweit alles gut erkennen hier. Das war der infizierte Braunbär und den habe ich einfach so nur einen Try gegeben und ich habe nicht einen Lebenspunkt verloren. Ich bin nur ausgewichen anscheinend. Und das halt mit den Skills, wie ihr das hier sehen könnt. Das hat mich natürlich schon richtig geil gefreut, dass das so gut funktioniert hat. Und, jo, genau. Deshalb bin ich da jetzt hier, wo ich hier gelandet bin. Dann habe ich noch Alu gespielt, bin auf 84 aufgestiegen und habe jetzt quasi 3 Dungeons vor mir. Einmal den Lava-Blob, das ist ein 120er Intelligenzgegner, also von der Stufe kommt der eigentlich dran. Der gierige Gremlin 128 Geschickgegner. Ich habe jetzt ein bisschen noch geguckt und geblättert und probiert, mich ein bisschen auszurüsten, aber habe nicht so wirklich viel gefunden. Ich kann jetzt höchstens nur noch mal Full Epic gehen und probieren, den Intelligenzgegner zu zerstören. Aber ja, was ist Full Epic? Das wäre dann die Geschichte hier. Und ein bisschen Geld habe ich noch, also ein bisschen Gold habe ich noch, meine ich. Werden wir mal investieren in Ausdauer, um zumindest den Geschickwert wieder einzuholen. 485, wo ich da bin. Und den Rest spenden wir in die Gilde, denn wir wollen ja auch den Raid 3, den heute fälschlicherweise Ego nicht gestartet hat, sondern in Gildenkampf. Aber wir wollen ja trotzdem ein bisschen Geld spenden noch. Da habe ich jetzt die 30.000 Gold gespendet und das passt. Wir gucken jetzt, wir geben den Lava-Blob jetzt einfach mal ein paar Tries. Ich habe eigentlich noch eine Geschick-Ausdauerwaffe gesucht. Die habe ich nicht finden können. Leider. Denn, erfahrungsgemäß lief die sehr gut. Ich habe auch wieder keine Glückswaffe gefunden. Ich habe ziemlich viel geblättert heute. Habe halt nichts in den Greifen investiert. Von daher kam ich da auch viel günstiger. Was war denn das gerade? Und ich denke mal, dass der so jetzt aktuell noch nicht geht. Da bräuchte ich entweder stärkere Epics. Wir hatten ja erst den Fall gegen die Intelligenzgegner wie die Medusa zum Beispiel, die erst sehr, sehr spät gefallen sind. Wobei der eigentlich kaum stärker ist als die Medusa. Zumindest war die Stufe nicht so großartig unterschiedlich. Der war knapp. Also mit ein bisschen, mit Mühglück kann er gehen, aber ja. Das liegt jetzt daran, dass ich natürlich keine Dreier-Attribute-Epic-Waffe habe. Nur deshalb. Also der sieht gar nicht so schlecht aus zum Teil. Wir gucken uns mal einen Versuch an. Ich fange an. Ja, der Schaden ist in Ordnung. Meine Waffe ist ziemlich gut. Ist halt eine reine Geschickwaffe leider. Oh ja, da hat er gekrittet. Zum Schluss nochmal den Crit rausgehauen. Crit, der war gut. Wieder ein Crit, der war leider nicht ganz so gut. Oh! Oh, jetzt! Nein! Nein! Jetzt hätte ich den Sound gebraucht. Der hat ja nichts mehr. Das wäre der Versuch gewesen. 3 Crits. Ja, aber das ist halt... Ja, wann macht man das schon so häufig? Ich hätte auch nur irgendwo einen Schaden mehr machen müssen. Oh, das ist ja ärgerlich. Hätte Fahrradkette. Das reizt einen. Hat man so einen Versuch, dann will man den jetzt doch schaffen. Wäre eigentlich ganz gut, wenn er irgendwie geht. Dann würde ich die 85 packen. Oh, der war schon wieder so knapp. Ist das ärgerlich. Wenn ich jetzt die 6000 Gold in Skills investiert hätte und nicht in die Gilde, dann wäre der auch gegangen.
Möglicherweise. Aber hätte, ja, muss gegangen wird. Das war ja gar nichts. Aber man fragt sich halt, war der Schaden überhaupt gut, den ich gemacht habe? Ja, ich hätte den zweiten Crit, glaube ich, da hätte ich mehr rausholen können. Aber der dritte Crit war gut. Und das war jetzt gar keine Crit-Runde. Ja! Ach, jetzt habe ich keinen Sound. Verdammt, ich wollte den Dungeon Fallsound reinhauen. Oder vielleicht baue ich ihn im Nachhinein noch ein. Und jetzt, das müssen richtig gute Crits gewesen sein. Also es hat sich gelohnt. Die Waffe hat einen ziemlich guten Rechts-Raus-Schaden. Und die 85 haben wir gemacht. Bin ich gut oder bin ich gut? Sandeath hat mir geschrieben. Hallo lieber Let's Play, ich hätte mal ein paar Fragen. Ich habe Gundi angefangen zu spielen wegen dir. Wie viel Glück sollte ich haben? Und ob ich bei euch erstmal in die Gilde kann, damit ich schnell hochkomme. Liebe Grüße Maxim. Sandeath, aha. Tja, am Anfang brauchst du eigentlich noch gar nicht viel Glück. Hallo. Erstens, danke. Zweitens habe ich keinerlei Befugnisse in der Gilde, was neue Member angeht. Drittens, ich am Anfang ist das Glück eigentlich wurscht. Ab Stufe, so sagen wir mal 65 habe ich dann meist circa 30%. Und stimmt das? Habe ich 30% Glück? Oh ne, 25 habe ich auch nur. Ja, aber es hat trotzdem gereicht für die Crits. Man sollte dann zumindest ansatzweise so viel Glück haben wie der Dungeon-Gegner immer. Aber das wird halt auch gepusht durch die Epics. Aber gut, ja, da ist der Tag eigentlich ziemlich gut verlaufen, so kann man sagen. Na, den Greifen, wie gesagt, habe ich gestern nur released, heute nicht. Ja, und dann denke ich mal, mache ich dann auch wieder die Alu bis vielleicht Stufe 86 auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, ob dann morgen halt ein paar der Geschickgänger gehen. Was ist das jetzt eigentlich? Ich mag mal gerne 126er Stärkegegner. Der wäre eigentlich auch als nächstes dran. Da haben wir jetzt die Reihenfolge wieder. 128er Geschickgegner und 130er Geschickgegner. Der Echsenkönig. Aber wenn ich jetzt voll auf Geschick gehe nochmal, mich voll auf Geschick ausrüste, umrüste, je nachdem, was ich jetzt habe, habe ich 2000. Ja, wir können natürlich so einen geilen Try haben wie gegen den infizierten Braunbär. Ja, also da könnte der Magma-Gigant theoretischerweise auch gehen. 10-3 zum Ausprobieren, aber dann Latmas. Aber der hat schon mehr Ausdauer auch. Also der Braunbär, der... Hey, ein Schatz hat eine Rolle gefunden. Was ist das für eine Rolle, Schatz? Und was macht die? Ah. Na? Ne, du musst den Zauberladen erblättern können, quasi. Und? Aber also, ich habe manchmal nach 5, 6 Pilzen kamen dann ganz viele Rollen. Ach nee, der Magma-Gigant, der geht jetzt auch nicht. Braucht man jetzt auch nicht machen, ist nicht so schlimm. Wir haben eigentlich relativ, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so erfolgreich abgeht. Und dahingehend kann ich zufrieden sein. Ja, das Gold, was ich jetzt habe, können wir nochmal verskillen. Ich werde es mal ein bisschen in Glück pushen. Und dann auch, skillen wir mal demnächst auch mal wieder die Nebenattribute. Ja, das müssten jetzt fast 350. 353, ja, das passt. Das passt. Und so sind wir also erfolgreich erstmal wieder der dritte höchste Char. Wo ist Dark Arrow jetzt gelandet? Das wollte ich mir mal angucken. Insofern jetzt kein anderer noch gespielt hat hier. Wir sind jetzt mit der Gilde auf Rang 8, also die 50 ausgebauten Gilden kommen jetzt vor. Halbgötter ist auch ausgebaut, aber die sind keine Gefahr für uns. Carpinoctem Warriors auf Darkness, da ist Nerd jetzt drin, der 80er Krieger, den müssen wir angreifen. Meistens haben wir den gut geschlagen, aber jetzt habe ich nicht ganz so viel Ausdauer. Gegen den Krieger müsste ich doch mit 2 Epics mehr reingehen. Das und das vor allen Dingen. Weil eigentlich das ewige auch besser wäre. Ich habe auch nur 19% Glück, nicht Glück, Rüstung.
Probieren wir nochmal. Ja, so klappt das. Nerd bringt auch ein bisschen Gold mit. Oh, jetzt haben wir es wieder verloren. Oh, jetzt haben wir es wieder gewonnen. Ganz, ganz knapp. Das können wir alles in die Gilde spenden. Was der Nerd hier bringt an Gold. Ja, jetzt hört es langsam auf, wie es aussieht. Einmal können wir nochmal probieren. Darky hat auch meistens Gold gegeben. Darky ist jetzt 76, hat 49 Dungeons, hat heute aber auch ein bisschen geskillt. Ah, das bringt aber nicht ganz so viel Gold wie sonst. Sanai können wir auch mal angreifen. Der ist full epic. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Ja, so viel brauche ich nicht angreifen. Simone Sommer 76. Blade Ushia Krieger. Ja. Ich habe übrigens 88,88% Sammelalbum auch noch dabei. Also ja, der Tag lief ganz gut. Crazy ist auch 80. Den habe ich meistens nicht besiegen können, aber heute ging er doch gleich beim ersten Mal. Schön, schön, dass das auch mal klappt. Aber insgesamt denke ich, haben die anderen nicht so gespielt, oder? Ich hatte eine bessere Ausgangsposition als die, wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Dark Arrow. Wo ist Dark Arrow? Der war doch bei TN Resurrection, oder? Dark Arrow 82 ist er. Mit 55 Dungeons. Und Full Epic. Das heißt, ich müsste ihn vielleicht sogar besiegen können jetzt. Ja. Habe ich auch geschafft. Aber okay, er hat 3 Dungeons weniger als ich. Das sind fast diese 3 Level. Aber ja, er hat sie halt nicht gemacht. Obwohl er eigentlich in der Lage wäre, die zu machen, denke ich. Aber da sind die Geschickgegner dann wahrscheinlich die. Obwohl, nö, viel Geschick haben wir. Ach, ich weiß es nicht. Mal gucken, was Dark Arrow morgen dann wieder spielt. Aber wir haben uns erstmal Platz 3 wieder zurückerobert. Das ist das Wichtigste. Und ja, der Unterschied ist schon extrem krass. Wir können den Streamscape nochmal angreifen. Wobei ich nicht glaube, dass er geht. Denn die sind einfach auch ein bisschen zu hart geskillt hier, die Leute. Ich habe zwar vom Level her jetzt ein bisschen aufholen können. Aber da müsste ich nochmal locker ein bisschen wiesen. Ja, da habe ich auch keinen Glücksversuch dabei, glaube ich. Ich probiere noch 5-mal den Dungeon hier. Aber der kann nicht gehen, der kann nicht gehen. Der hat halt auch extrem zu gut die Skills. Wobei er noch schlagbarer ist als Soul Freeze. Das muss man auch sagen. Außerhalb von der Ausweichrate her gesehen. So, Soul Freeze. Jetzt ist Dreamscape erster wahrscheinlich. Haben wir Dreamscape hochgepusht? Ne, noch nicht ganz. Einmal noch, zweimal noch. Komm. Dreamscape. Du musst es schaffen. Ah, der war schon knapp, der Versuch. Jetzt ist er erster. Yippie. Aber, ach nee, Soul Freeze hat viel zu viel geschickt. Den brauche ich nicht angreifen. Maxwell können wir aber angreifen. Yippie. Wir kämpfen uns natürlich wieder nach oben. Wir sind gegen Simone Sommer. Oh, die hat auch gut Geschick. Jawoll. Und Magic Krabat ist in meiner Gilde. Trotzdem welchen angreifen. Ach ne, Darky. Ja gut, den machen wir über die Ehrenhalle. Oh, Darky. Der hat Gold. Der macht noch was anscheinend. Vorher hat er nicht so viel Gold gehabt. Ein bisschen abfarmen, den Darky. Yippie. Gegen Darky habe ich zum Glück keine Probleme. So, das Gold. Das nehmen wir doch mit in die Gilde. Vielen Dank, Darky. Betreff. Kein Key. Ah. Ach, der hat keinen Key gefunden. Stimmt, ja, das war natürlich auch das Glück, dass ich den 8. Key gefunden habe. Ne? Also das, da war ich, eigentlich dachte ich schon, habe ich nicht so viel Glück, aber da hatte ich mehr Glück gehabt. Den Dune greifen wir nicht an, der ist in der Gilde. Ja, die sind alle in meiner Gilde schon gewesen. Da muss ich Minato noch angreifen. Ja, so habe ich meinen Pokémon genannt. Ich glaube, es war Voltoball. Ja. Meister Hora auch mal angreifen. Boom. Ui. Der hat gut Schaden gemacht. Making, alle die mit der Epic-Waffe, das gefällt mir eigentlich nicht so, wenn ich die angreifen muss, aber lief gut. Wo haben wir Terranigma? Terranigma, der hat mich auch angegriffen. Heute vor meiner Alu, bevor ich gespielt habe. Werden wir auch nochmal. Ja. Da hat er auch einige Kämpfe verloren, aber hat auch mal gewonnen. Aber jetzt ist der Abstand einfach zu krass. Und wo ist Zuschauer-LP? Hier haben wir ihn. Zuschauer. Jawohl. Gut. Haben wir soweit alle Leute erstmal weg. Ich muss jetzt trotzdem nochmal schauen. Kodarius hatte mir geschrieben, ich mag dich. Und Kekse und Züge. Ich mag Züge. Luki98 hat geschrieben, ich bin ein sehr großer Fan von dir, schau auch alle Videos von dir, wollte mal fragen, was deine Tricks bei Shakes and Fidget sind, dass du immer sehr gut bist. Würde mich ja über Rückmeldungen freuen. Ja. Oh. Hey, danke.
Ich würde mal sagen, ich habe erstens relativ viel Erfahrung. Zweitens habe ich auch etwas Geld investiert, damit es besser, was heißt besser, damit es schneller läuft. Und drittens habe ich manchmal auch das nötige Glück. So, aber weil er so nett geschrieben hat, kriegt er ein Herzchen, genau. Dann haben wir noch The Garrett. Großer Fan, wollte ich dich nicht fahren, kam zweimal hintereinander in der Arena dran. Ach nee, das war von Dark Arrow. Starke Witz, mein Freund, der scheint auch ein Fan von mir zu sein, aber eigentlich wollte ich ja dem seine Nachricht haben. The Garrett, bin ein großer Fan von dir, habe ich gedacht, dass du mich vielleicht erwähnst in deinem LP, dass ich ein großer Fan von dir bin, würde mich freuen. Er ist ein großer Fan und er spielt einen Kundschafter. Wir werden ihn mal angreifen auf Stufe 27. Ja, und das sind eindeutige Siege, also das wäre schon verrückt, wenn es nicht so eindeutig wäre. Haben wir noch jemand? Lord Voldemort hat mir auch was geschrieben, Videos auf YouTube. Ja, er hat dann immer gefragt, wann neue kommen. Die Ego HD hat er auch noch geschrieben, mit einer Aufwärts auf Server 7. Ja, und ansonsten Iron Chest Kette. Iron Chest bräuchte, das stimmt, ich merke jetzt gerade, Iron Chest brauchte meine Kette und ich habe seine damals gebraucht, der stand ja bei mir auf der Liste damals. Jetzt hat er eine andere Kette, aber ich habe jetzt auch diese Wertgegenstände schon fast alle voll. 88,8%, 88,88% Sammelalbum, ich brauche jetzt nur noch den Stolperstein brauchen wir nicht. Wir brauchen noch einen Trotzring in Blau. Dann habe ich alle Ringe. Ja. Und ich brauche noch die Klunkerkette in Rot und in Blau. Die Klunkerkette Rot, Grün, Lila, Funkelamulett, Blau und Gelb. Und die Voodoo-Kette mit grünen Steinen und mit lilanen Steinen brauche ich noch. Also wer die hat, bitte mich anschreiben, dass ich euch angreifen kann. Vielen Dank. Ansonsten war es das mit dem Video. Haut rein, macht Tschüss und Servus.